Willkommen auf White Homes, Freunde. Schaut euch mal das an, bitte. Auf dem Hügel von Tepe Alanya mit Burgblick, Stadtblick, Waldblick. Einfach alles hier, was man sich so wünscht. Ein wunderschönes Häuschen hier. Häuschen ist untertrieben. Das ist ein 4-Zimmer-Villa mit komplett Bodenheizung, natürlich einen Pool, eigentlich auch sehr, sehr modern, sehr, sehr viel Glas und trotzdem ist es sehr, sehr gemütlich. Also ich stehe hier und ich habe immer diese Luftbrise, das sind wichtige Sachen und die Immobilie ist zum Verkauf. Deswegen haben wir uns auch Zeit genommen, um diese Immobilie euch zu präsentieren. Dann gehen wir mal rein und starten. So Freunde, das ist unser Abstellplatz und so haben wir den Zugang zum Haus. Man kann hier auch sehr, sehr gut zu Fuß rein. Das Haus dient sowieso sehr gut. Es sind Treppen da auch drinnen, aber nicht so steil wie in manchen anderen Häusern. Wir befinden uns jetzt schon im Haus. Wie ihr seht, die Herren haben auch an Rauchmelder gedacht, ansonsten haben wir hier eine Garderobe. Ich finde die Einrichtungsart sehr, sehr schön. Es ist wenig, aber funktionell. Auch die Natursteine werten die Immobilie hier auf. Was mir hier auch sehr, sehr gut gefällt, ist diese indirekte Deckenbeleuchtung. Aber wir gehen erstmal runter. Auch Geländer ist richtig schön gemacht. So gehen wir ein paar Stufen runter und befinden uns gleich in der Küche. Schaut euch mal bitte diese Küche an. Anthrazit mit Holzfarben verbunden. Alle Elektrogeräte sind hier drin. Ansonsten, wenn man hier abspült oder eben was schneidet, hat man komplett Alanyas Hauptteil im Blickfeld und das ist die Burg und auch beide Strandseiten, Hafen, alles dabei. Natürlich haben wir unten auch einen WC, total schön gemacht. Finde ich auch sehr praktisch, dass man dann einfach nicht direkt nach oben gehen müsste, weil ja hier auch der Lebensraum ist und sogar mit Fenster, finde ich auch sehr toll. Wir haben auf dem Boden 60 mal 1,20 Fliesen, sind hell gehalten, finde ich sehr, sehr schön, sind so milchig glänzend. Ansonsten auch gesamten Immobilie indirekte Licht, natürlich mit Spot bestückt. Klimaanlagen sind selbstverständlich drin. Und hier wäre einfach Wohnbereich mit einer wunderschönen Couchgarnitur. Die Möbel bleiben drin, also die Immobilie wird komplett verkauft, aber es gibt ein paar Möbelstücke, die sind einfach Markenmöbel, da muss man dann auch verhandeln. Riesenfernseher, endlich, bin Fan davon. Wenn man rechts schaut, sieht man die Stadt. Wenn man links schaut, kann man nach Wunsch eben Fernsehen. Dann haben wir hier Essbereich mit 6 Stühlen, auch wunderschön gestaltet. Also Wohnraum, Küchenraum und auch Essbereich. Komplett ausreichend, Jenny, findest du nicht? Finde ich richtig schön, vor allem, dass es auch hier so rundrum zugänglich ist und das schaut hier aus wie so ein kleiner Wintergarten so ein bisschen und ich würde sagen, das Fernglas ist perfekt platziert worden. Genau, wir haben hier mindestens 6-8 Meter Glasfront, wenn man auch hier hintere Bereich betrachtet. Natürlich haben wir hier auch Aluminium-Rollläden, alles elektrisch, man kann auch alles zumachen. Ja Freunde, an der Decke hat man diese Holzoptik fortgesetzt, Tisch, Decke und die wärmen alles nochmal auf. Trotz dessen haben wir hier indirekte Licht, auch hier ein Barbereich, wo man mit 2 Stühlen in die Stadt blickend auch eben verspeisen kann. Dann würde ich sagen, gehen wir raus, zeigen mal Außenbereich, oder? Auf jeden Fall. Was ist dein Resümee bis jetzt für das Haus?
Also ich finde es bis jetzt sehr, Bitte schön. wenn ich das mit einem Wort beschreiben müsste, sehr clean. Natürlich ist Mückennetz selbstverständlich hier, dass man sich vom Viechern schützen muss. Wir befinden uns jetzt im Außenbereich. Wir gehen Step by Step durch, Jenny. Wir haben hier 2 Liegen, dann auch einen Orangenbaum. Hier wäre Außendusche, was man auch sehr schön gestaltet hat. Dann hat man hier trotzdem Sitzflächen mit Schattenspender. Also eigentlich sehr, sehr schön gestaltet. Grill steht schon bereit, wenn ihr grillen möchtet. Auch diese Riesentöpfe, das hat alles seinen Preis, sind auch Beleuchtung drin. Und wenn man so rüber schaut, Jenny, Pool, Stadt, ist einfach herrlich. Das Haus kannst du mal auch von außen zeigen. Richtig modern, quadratisch. Ich stehe auf eckige Häuser, Freunde. Es ist ein anderer Baustil, finde ich, moderner. Auch das Haus wird in der Nacht beleuchtet, seht ihr ja. Herr hat mir auch den Raum gezeigt, das hat er dann selber einfach so zudecken lassen. Da haben wir auch ein Licht. Schaut euch mal diese Ordnung an. Ich liebe es einfach, wenn man wertschätzend lebt und wertschätzend gestaltet. Also das hier zum Aufbewahren von Sachen einfach super. Ich habe euch ja gesagt, dass wir Fußbodenheizung drin haben mit Wärmepumpe, also wasserbetriebene, und hier ist Daikin Wärmepumpe. Ansonsten hinten haben wir Poolsachen drin, deren Vorrat, die haben richtig gemacht, Jenny. Die haben mal an Getränken und so weiter vorgesorgt. Das müssen wir nachmachen. Jedes Mal, wenn wir Immobilien aufnehmen, lernen wir für uns viele Sachen, was wir dann nachmachen. Aber wer sieht, der lernt, würde ich sagen. So, jetzt haben wir diese Abteilung aufgenommen. Wie gesagt, hier Pool, auch draußen einen Schirm, den man hin und her rollen kann. Und hier haben wir nochmal Sitzfläche, den man einfach mit Holz abgedeckt hat, was Sinn macht. Man kämpft ja hier gegen die Sonne und versucht Schatten zu schaffen. Auch das finde ich schön, ist ein gasbetriebene Kamin sozusagen, gell? Ja, Feuerstelle, ja. Feuerstelle. Schau mal bitte das an von hier. Ich finde es einfach diesmal wirklich richtig toll. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zikadengrillen hören könnt, aber dass wir in dem Fall nicht nur das Blaue haben mit den Bergen, sondern wirklich hier ringsrum auch von Grünem sind. Also das zum Beispiel, da braucht ihr keine Angst haben, dass da jetzt was gebaut wird, weil das ist einfach Garten. Diese Fensterfront haben wir versucht von innen euch zu zeigen. Ihr seht ja Rollläden, elektrisch bedienbar. Auch das macht Sinn. Hier sind wir komplett im Schatten. Wenn man seinen Mittagskaffee trinken möchte, ist hier sehr gut platziert. Ansonsten gehen wir weiter. Auch Garten ist gut gestaltet. Das hat so Las Vegas-Stil, findest du nicht? Ja, warte, bis du nach rechts gehst. Ja, da gehen wir erst nachher. Und wir haben hier Waschraum mit Fitnessgeräten und die Türen und Fenster. Das kann man komplett aufschieben, so dass man hier ohne Klimaanlage mit einer guten Luftzirkulation sich eben aktiv halten kann. Jenny, geh mal vor, was du mir die ganze Zeit zeigen wolltest. Ich finde das so cool. Leute, wer sich dazu entscheidet, dieses Haus zu kaufen, der muss ja auf jeden Fall für die kleinen Kompagnons auch sorgen. Ja, der ist nicht so scheu, gell? Ja, schau der mal. schaut ganz interessiert, gell? Richtig? Ja, mein Gott, ich liebe Schildkröten. Genau, hier sind 4 Stück. Und schaut euch mal, wie liebevoll das einfach gestaltet worden ist. Also die leben wirklich hier in ihrem Terrain. Die kriegen einmal am Tag eben Salat und Wasser. Da liegt zum Beispiel dann hier der zweite. Also ich finde es schön, wenn Menschen und Tiere einfach irgendwie ein bisschen zusammenleben. Ja, da seht ihr ja die Temperaturen. Genau, das ganze Haus ist übrigens auch
mit Kamera, Überwachungssystem ausgestattet worden. Genau. Also ich finde, das Haus ist, je länger ich mich hier aufhalte, desto wohler fühle ich mich. Es ist nicht so, dass ich mich nicht am Anfang an wohl gefühlt habe, aber erst wenn man Zeit in einer Immobilie verbringt, kann man über die Immobilie seine Gefühlslage ausdrücken. Und ich kann mir hier die Zeit sehr, sehr schön vorstellen, weil auch Winter ist. Es sind, ich weiß, sehr viele Menschen da, die auf so eine Immobilie gewartet haben oder auch warten. Es ist leider so geworden, dass die Preise überall auf der Welt gestiegen sind. Den Preis für das Haus sagen wir ja euch am Ende. Deswegen würde ich sagen, wir zeigen euch auch die Schlafräume und die 2 Bäder oben, Balkone oben und dann sagen wir auch das Wichtigste. Bis dann. Also ich finde auch Treppenhaus total gut gelungen, weil es so luftig, frei ist und die Stufen zum Beispiel von Eingang zum oberen Bereich, zum Schlafzimmer und so weiter, sind sehr, sehr niedrige Stufen, die euch keine Kraft kosten. Das wollte ich auch sagen. Es ist nicht steil oder so. Ja, also es strengt einen nicht an, irgendwie jetzt hier hoch und runter zu laufen. Auch wenn ihr fragt, warum wir diese Sachen erwähnen, das sind wichtige Sachen, Freunde. Manchmal ist man müde, manchmal hat man eine Verletzung, eine Behinderung. Dann wünscht man sich so leicht besteigbare Treppen. Okay, gehen wir vor, Jenny. Das ist wahrscheinlich Internetverstärker. Das erste Schlafzimmer befindet sich hier und die Betten sind 1,80 Betten, weil ja möbliert verkauft wird, müssen wir das auch erwähnen. Ansonsten Deckehöhe passt, indirekte Licht passt und Jenny, Highlights des Hauses nochmal, aus jedem Schlafzimmer hat man wunderschönen Meerblick. Freunde, es tut uns leid, dass Dunst in der Luft ist, ansonsten ist dieser Ausblick einfach so grandios, dass hier jedes Mal so rumläuft. Okay, gehen wir durch. Das erste Schlafzimmer war hier, dann haben wir das erste Badezimmer hier. Wunderschöne Fliesenauswahl, finde ich. Und sehr schlicht mit ein Glas, gell? Jenny, geh mal richtig rein und zeig mal auch Waschbecken und so bitte. Richtig schön, finde ich das, ja. Bodenfliesen sind rutschfest. Und Wandfliesen sind einfach glänzend, dass man richtig abziehen kann. Die Türen sind alle lackiert, wie ihr seht. Auch die Griffe finde ich richtig toll. Okay, komm mal raus. Und das sind die Thermostate, wo man eben Bodenheizung, Temperatur einstellt. Und je nachdem, wo man eben wie viel Grad haben will, kann man einstellen. Hier, das zweite Schlafzimmer befindet sich hier, überall mit Klimaanlage. Auch hier 2 einzelne Matratzen. Die Größe des Betts ist 1,80 und Meerblick von hier auch vorhanden. Richtig schön auch. Ja, genau. Von hier kann man bis hinter Gazipasche sehen, hat der Herr gesagt. Wenn man das sehen kann, dann kann man bis zu uns locker sehen. Die Leisten auch schön gemacht, finde ich. Anthrazit. Und dann gehen wir weiter in das Hauptschlafzimmer. Ja, sehr, sehr nüchtern, aber sehr, sehr funktionell. Mehr braucht man in einem Schlafzimmer nicht, finde ich. Und das sind die Schränke, die Markenschränke sind, die muss man dann eben ein bisschen verhandeln. Ansonsten hier Kleiderschrank, komplett deckenhoch, von einem Schreiner angefertigt, lackiert. Und das Hauptschlafzimmer hat auch, das Badezimmer hier ist ja nochmal ein Highlight. Sogar von der Toilette habt ihr grandiosen Meerblick, Leute. Das bekommt man nicht oft zu sehen. Weißt du, was hier fehlt, Jenny? Wenn man hier sitzt, in die Stadt blickt, braucht man hier Zeitungen, damit man länger hier sitzen bleibt. Und wie viele Fenster hier drin sind. Also Tageslicht, Überflutung, en masse, also genau. Richtig schön. Auch hier ist sehr, sehr wichtig zu erwähnen, die Türen gehen sehr leicht auf, sind Aluminiumrahmen
Und wir sind im oberen Bereich auf dem Balkon, was auch komplett ausreicht. Diesmal mit Glasgeländer, finde ich persönlich sehr schön, weil euer Blick aus dem Bett heraus nicht blockiert wird mit Aluminiumrahmen und so weiter. Ansonsten, Freunde, haben wir hier ein Haus euch präsentiert. 3+1, 2 Duschen, 3 WCs, amerikanische Küche, Wohnraum, komplett Bodenheizung bestückt, Autostellplatz, 4 Schildkröten, kleiner Fitnessraum, Pool draußen. Eigentlich sehr gut gelegen. Ihr seid in 6 Minuten im Geschehen drin. Ihr habt in der Nacht nicht nur Blick ins Dunkle, sondern ihr habt funkelnde Stadt hier. Also ihr seid wirklich mittendrin und trotzdem die Ruhe. Das Haus ist zu verkaufen, Freunde, und zwar für einen Preis von 885.000 Euro. Verhandlungsbereich ist hier da. Die Eigentümer sind auch bereit, Gegenangebote zu erhalten. Wenn ihr Gegenangebote machen wollt, bitte schreibt uns und wir leiten das an Eigentümer weiter. In diesem Sinne, @homes, bis bald.